So, nun sind wir im Bereich 9 angelangt. Hier geht es darum, die Folgen der Pest irgendwie darzustellen. Irgendwie deswegen, weil es natürlich sehr schwer ist zu sagen, dass oder diese Entwicklung ist eine konkrete Folge letztendlich der Pest. Es gibt sicherlich viele Veränderungen, gerade im Spätmittelalter oder Frühneuzeit, wo die Pest mit hineingespielt haben mag, aber wo man eben nicht genau sagen kann, diese Entwicklung gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich liegt genau daran, dass eben die Pest im Land war. Wenn es eine Auswirkung gibt, ist die meistens eben auch auf die Demografie zurückzuführen, also darauf, dass sehr, sehr viele Leute eben der Pest erliegen. Gerade jetzt in der ersten Welle des Schwarzen Todes gehen die Schätzungen von 25 bis 75% der Bevölkerung, die eben versterben, je nach Region und Zeit. Und wir haben hier einmal dieses wunderbare Kreuz aus Leiberg in Westfalen von einem Pestfriedhof, einer der wenigen Friedhöfe, die tatsächlich nachher nicht mehr anders genutzt, weiter genutzt, überbaut wurden und deswegen ein reiner Pestfriedhof geblieben ist. Das ist jetzt eine 3D-Kopie, das Original steht natürlich noch auf diesem Friedhof und dort wurden 1635 während einer Pest 400 Bewohner des Ortes Leiberg bestattet, also für so einen kleinen Ort schon eine sehr beträchtliche Menschenmenge. Und die sind wahrscheinlich in einem Massengrab, wir wissen es aber nicht genau, bestattet. Und zur Markierung steht dieses Kreuz auf dem Friedhof letztendlich bis heute. Es gibt eben auch durch die großen Menschenverluste auch wirtschaftliche Auswirkungen. Wir haben hier einmal das älteste Grubenholz des Ruhrgebietes aus Essen, aus dem Bleibergbau, Bleisilberbergbau. Und da gibt es eine sehr schöne neue wissenschaftliche Entwicklung, und zwar kann man in den Alpengletschern an den Emissionen nachweisen, dass eben zur Zeit des Schwarzen Todes dort die Bleiwerte, die Bleiverschmutzung der Luft stark gesunken sind oder sogar ganz wegbleiben. Das heißt also, dass die Bleiproduktion in den Bleizentren auf den britischen Inseln oder im Harz wohl zum Erliegen gekommen ist, wahrscheinlich deswegen, weil eben die Arbeitskräfte verstorben sind und eben kein Blei mehr produziert werden konnte. Eine Entwicklung, die sicherlich auch besonders auf Westfalen zutrifft, ist die der Wüstungsbildung. Dafür steht hier einmal symbolisch dieser Pflug. Es ist also so, dass in der Zeit vor der Pest über viele Jahrzehnte beim mittelalterlichen Wärmeoptimum eigentlich die Bevölkerung weiter gewachsen ist und landwirtschaftliche Flächen auch dort erschlossen wurden, wo eben die Gegebenheiten nicht so günstig sind, in Hochlagen, in weniger ertragreichen Böden. Und wenn jetzt während der Pestzeit sehr, sehr viele Bauern, Landwirte verstorben sind, werden auch auf den besseren Böden wieder Ackerstellen, Bauernstellen frei und die Leute können von den schlechten Böden wieder auf die guten Böden ziehen und lassen eben dann die anderen Felder brach liegen, die Dörfer verfallen. Es kommt zur Wüstungsbildung, also ganze Orte, Dörfer, Städte werden aufgegeben in dieser Zeit. Inwieweit immer die Pest als alleiniger Faktor da eine Rolle gespielt hat, wissen wir nicht, aber eben wäre durchaus möglich, dass die da eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Wir wissen nicht genau, wie weit sich die Pest im 14. Jahrhundert schon ausgebreitet hat. Neuere Forschungen gehen auch davon aus, dass sie bis nach Westafrika gekommen ist. Deswegen hier einmal diese Glasperlenkette aus diesem Bereich, wo halt archäologisch auch nachgewiesen werden konnte, dass zum Beispiel die Produktion solcher Glasobjekte eben in der Mitte des 14. Jahrhunderts abbricht, sodass es durchaus möglich wäre, dass auch dies eine Folge der Pest dann eben in Westafrika gewesen ist. Natürlich gibt es auch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche, auch auf die Politik. Wir haben hier zwei Münzen des englischen Königs Edwards, der eben seine Tochter damals mit dem Thronfolger von Spanien verheiraten wollte. Seine Tochter Joanne verstirbt allerdings auf dem Weg nach Spanien in Bordeaux, sodass diese Heirat nicht zustande kommt. Daraus entwickeln sich natürlich viele Was-wäre-wenn-Geschichten, was wäre, wenn diese dynastische Verbindung zustande gekommen wäre. Das ist auch nicht das einzige Mal, dass eben so etwas passiert, dass eben ein Mitglied eines Königshauses eben auch der Seuche erliegt. Eine andere Auswirkung, könnte man schon fast sagen, ist dargestellt durch dieses Fass, das also ein Pulverfass sein mit der modernen Guy Fawkes-Maske obendrauf, eben, dass der Gunpowder-Plot, also diese Verschwörung, die zur Sprengung des englischen Parlaments samt König führen sollte, aufgeflogen ist
könnte auch dadurch begünstigt worden sein, eben, dass die Sitzung dieses Parlaments wegen der Pest in London mehrfach um mehrere Monate verschoben werden musste und damit natürlich auch viel mehr Zeit für Entwicklungen war, die eben zur Aufdeckung dieses Komplotts geführt haben. Andere Auswirkungen oder andere Merkmale, die halt eben auf die Pest zurückzuführen sind, sind auch in der Literatur zum Beispiel zu finden. Wir haben ja eine Auswahl von Objekten dazu. Sicherlich die berühmteste Beschreibung aus der Zeit des Schwarzen Todes, das Decameron, hier als Faksimile aus Berlin einmal zu sehen, aber auch zum Beispiel die Erzählung von Daniel Defoe über die Pest in London, die er selber gar nicht miterlebt hat, aber als Ich-Erzähler schreibt und sicherlich auch marketingtechnisch günstig, genau in dem Jahr rausbringt, als die Pest in Marseille ausbricht und das Interesse an dieser Krankheit selbst in London, dann eben weit entfernten London, wieder sehr groß ist. Es gibt auch andere Bereiche, wo das noch einmal spannend wird, zum Beispiel in Romeo und Julia passieren natürlich Dinge, die ohne die Pest so nicht passiert wären. Zum Beispiel erreicht Romeo die Nachricht, dass Julia ja nur schläft und eben nicht verstorben ist, nicht, weil eben der Bote wegen der Pest nicht eingelassen wird. Für den damaligen Zuschauer dieses Theaterstücks sicherlich eine ganz alltägliche und nachvollziehbare Situation, heute sicherlich eher etwas Exotisches, woran man nicht sofort denken würde. Auch in anderen Literaturgattungen kommen natürlich Pestbezüge vor, seien es Fabeln, Erzählungen, Märchen und so weiter. Da gibt es also wirklich jede Menge, was eben aus der damaligen Lebenswirklichkeit der Menschen eben entstammt. Es gibt auch in der Kunst und Architektur Bezüge zur Pest. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, dass ein Versprechen gemacht wird, zum Beispiel von einer Bevölkerungsschicht oder von einem Herrscher, dass er zum Beispiel ein gottgefälliges Werk vollenden will oder anfangen will, wenn eben die Pest weggeht oder aber auch das Herrschaftsgebiet sogar verschont. Also so sind einige Kirchen auch entstanden, wie zum Beispiel gerade im sehr pestgeplagten Venedig, wo in der Renaissance und im Barock letztendlich dann größere Kirchen entstanden, wie Santa Maria della Salute oder Il Redentore, also berühmte Kirchen, oder auch in Wien die Karlskirche, die auf eben ein Gelübde des damaligen Kaisers zurückgeht. Und solche Ereignisse wurden natürlich dann auch zum Beispiel in Prägungen von Medaillen oder Münzen festgehalten. Aber natürlich hat auch wieder die praktische Auswirkung der Pest dazu geführt, dass zum Beispiel Bauprojekte nicht stattfinden konnten oder nicht so vollendet wurden, wie sie eigentlich angefangen wurden. Ein Beispiel dafür wäre sicherlich der neue Dom von Siena. Damals war die Kathedrale der Stadt gerade vollendet oder kurz vor der Vollendung, ein riesiges Bauwerk, aber man wollte dann doch noch ein größeres haben, sicherlich auch, weil im konkurrierenden Florenz gerade der neue Dom in großen Dimensionen gebaut wurde. Und da haben wir hier einmal das Replik eines Bauplans aus Siena. Man sieht den damals bestehenden und heute noch bestehenden Dom hier in nicht ausgefüllter Fläche als Querschiff eines noch viel größeren Baus, der damals geplant wurde. Der wurde auch in Angriff genommen. Man sieht also bis heute im Stadtbild den unvollendeten Bau mit seinen Fassaden oder seinen Seitenschiffen, aber er ist halt nicht ausgeführt worden. Einmal sicherlich, weil die wirtschaftliche Grundlage weggebrochen ist durch die Pest, andererseits auch sicherlich, weil die Bauleute nicht mehr in der Menge zur Verfügung standen, aber es waren natürlich auch große statische Probleme. Also was genau jetzt das Ausschlaggebende war, kann man vielleicht nicht beziffern, aber die Pest wird eine Rolle gespielt haben, warum dieses riesige monumentale Bauwerk nie vollendet wurde. Eine Darstellungsgattung sicherlich, die bei der Pest Hochkonjunktur hatte, war der sogenannte Totentanz. Eine Darstellungsart, die schon vor der Pest existierte, aber da, wie gesagt, besonders stark eben herauskam. Es geht darum, dass egal wie reich man ist, egal welches Geschlecht man hat, egal wie alt man ist, jeder einmal mit dem Tod tanzen muss, also einmal sterben muss. Und das ist eine egalitäre Darstellung eigentlich, die der Realität sicherlich nicht immer entsprach, aber eben so häufig vor allem in religiösen Gebäuden, in Kirchen dargestellt wurde. Hier sieht man einmal zum Beispiel, dass sowohl der Geistliche, also der Kaplan, der Edelmann, also hier der Graf, oder aber auch der Dieb mit dem Tod tanzen und deswegen natürlich sterben müssen. Das Ganze setzt sich auf vielen Totentänzen auch mit bis zu 50 Figuren fort, also dass wirklich jede gesellschaftliche Schicht einmal vertreten ist. Wir haben auch als sicherlich größtes Objekt unserer Ausstellung
hinter mir einmal diesen hinterleuchteten Totentanz, eine moderne Interpretation der Trierer Künstlerin Claudia Pomorski, das eben hier die Ausstellung letztendlich beherrscht, diesen Teil. So viel nur zu einigen Stichpunkten der Auswirkungen der Pest. Da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, was man dazu sagen kann. Das waren jetzt wirklich nur einige willkürliche Exemplare, die wir hier ausgestellt haben. Und jetzt gehen wir weiter zur Abteilung 10, wo es dann um die dritte Pandemie geht.